Jo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Video. Heute geht es um Ziesel und ich kann sagen, ich bin schon sehr gespannt. Der erste Eindruck ist schon gar nicht mal so verkehrt. Das Ziesel ist sehr an Menschen gewöhnt hier, sprich es kam mir bis auf 1 Meter näher. Ich konnte gar nicht mehr fotografieren oder filmen. Ja, somit herzlich willkommen in Böhmen. Böhmen, eigentlich bekannt für Kristallglas, Bier und dem einen oder anderen auch bekannt für Ziesel. Hier gibt es in ein paar Ecken kleine Kolonien von Zieseln und ich habe mich heute auf den Weg gemacht nach Böhmen, ja, um die kleinen Ziesel zu fotografieren und zu filmen und euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln. Und ich bin jetzt an meinem ersten Spot und bin schon sehr, sehr überrascht über die Vielzahl an Löchern, überall kleine Löcher auf der Wiese. Hier ist so eine Art Offenlandschaft mit ein paar Bäumen und Büschen und dazwischen sehr viel Gras, was durch Schafe, Ziegen, glaube ich, beweidet wird. Ideal quasi für die kleinen Ziesel. Als ehemaliges Königreich Böhmen bildet es mit Mähren und dem tschechischen Teil Schlesiens das Staatsgebiet des heutigen Tschechien. Es umfasst in etwa die westlichen 2/3 Tschechiens. Böhmen besteht aus verschiedenen Regionen wie etwa Nordböhmen, Zentralböhmen und Südböhmen. Ursprünglich war das Ziesel ein Steppentier, das während der letzten Eiszeit von Osten nach Europa eingewandert ist. Der westlichste Verbreitungspunkt der Art in geschichtlicher Zeit lag bis in die 1980er Jahre im Erzgebirge in Sachsen. Seit dieser Bestand erloschen ist, ist die Art in Deutschland ausgestorben. Das Ziesel kommt heute nur noch in wenigen Teilen Mitteleuropas, im südlichen Osteuropa, im europäischen Teil der Türkei und in Teilen des Balkans vor. In Polen und im Erzgebirge versucht man die Art wieder anzusiedeln. Die Verbreitung in Österreich beschränkt sich auf das pannonische Tief- und Hügelland. In Böhmen gab es in den letzten Jahren immer wieder Auswilderungsaktionen, um die wenigen bestehenden vitalen und räumlich getrennten Kolonien genetisch zu verstärken und miteinander zu vernetzen. Eine Kolonie davon wollte ich heute besuchen. Zuvor jedoch begab ich mich in den Osten des Böhmischen Beckens. Hier sollte es meinen Recherchen nach ebenfalls eine Kolonie direkt in der Nähe einer Stadt geben. Europäische Ziesel gehören zur Familie der Hörnchen, wozu auch das Eichhörnchen sowie das Alpenmurmeltier gehören. Die flinken Ziesel sind in etwa so lang wie ein Feldhamster, wenn man den dicht behaarten Schwanz von 5 bis 7 cm Länge nicht mit hinzurechnet. Dafür wiegen sie im Durchschnitt mit 150 bis 500 Gramm am Ende des Sommers etwas weniger als ein erwachsener Feldhamster. Europäische Ziesel bewohnen wiesenartige Lebensräume mit einer Pflanzendecke von 20 cm oder weniger, da diese ihnen guten Schutz bei gleichzeitig guter Sicht bieten. Geeignete Lebensräume befinden sich auch da, wo die Grasvegetation das ganze Jahr über kurz gehalten, sprich gemäht oder wie früher beweidet wird. Außerdem hat es das Ziesel auch gelernt, neue, vom Menschen geprägte, kurzrasige Lebensräume anzunehmen, wie etwa Golfplätze, Sportrasen oder Liegewiesen von öffentlichen Bädern. Neben einem grasigen Pflanzenbewuchs sind eine gute Wasserzügigkeit des Bodens und ein niedriger Grundwasserspiegel für Ansiedlung des Ziesels bedeutsame Vorbedingungen, weil nur auf solchen Flächen gewährleistet ist, dass auch nach starken Regenfällen die Gang- und Bautensysteme nicht überflutet werden. Ziesel leben in Kolonien und sind tagaktive Bodentiere. Die Eingänge zu den Zieselbauen sind in der Regel 5 bis 7 cm große, kreisrunde bis ovale Löcher, die in lockeren Gruppen angeordnet sind. Die Baue haben immer mehrere Ein- und Ausgänge, in die sich die Ziesel bei Gefahr zurückziehen können. Dazu können noch Schlaf- und Vorratskammern kommen. Die Ziesel verlassen vor allem in den späteren Vormittags- und Nachmittagsstunden ihre Höhlen und Bausysteme, um auf Nahrungssuche zu gehen. Bei Regen bleiben die Tiere generell in den Bauen. Auch an sehr heißen Tagen
sind sie kaum an der Oberfläche zu sehen. Die Nahrung besteht vor allem aus grünen Pflanzenteilen, Blüten und Samen. Je nach Angebot ergänzen sie ihren Speiseplan mit Wurzeln, Knollen und Zwiebeln. Daneben werden auch kleinere wirbellose Tiere, vor allem Käfer und Raupen, nicht verschmäht. Im Juni 2023 wurden im böhmischen Mittelgebirge wiederholt europäische Ziesel ausgewildert. Daher mein Plan, diesen Ort als zweiten Spot anzusteuern. Die Tiere sollten da ein neues Vorkommen gründen und sich mit den umliegenden Populationen vernetzen. Das Ziesel überdauert den Winter schlafend. Es legt keine Wintervorräte an, wie etwa der Feldhamster. Zur Vorbereitung des von Oktober bis etwa März andauernden Winterschlafes baut es körpereigene Fettdepots auf, indem es die Nahrungsaufnahme im Sommer intensiviert. Direkt nach dem Winterschlaf beginnen die Ziesel mit Paarung und Jungtieraufzucht. So haben Jung- und Elterntiere im Spätsommer und Herbst noch genügend Zeit, sich auf den Winterschlaf vorzubereiten. Zieselweibchen sind meist nach ihrem ersten Winterschlaf geschlechtsreif und bringen pro Jahr 2 bis 10 Junge zur Welt. Also ich muss schon sagen, die kleinen Ziesel sind auch recht neugierig. Also die GoPro war sehr interessant für den kleinen Burschen. Ja, bisher war es ein voller Erfolg, kann man sagen. Sehr schöne Filmaufnahmen und auch Fotos. Noch nicht ganz das gewünschte Wunschfoto dabei, aber ich denke mal, wenn ich jetzt zum nächsten Spot fahre, dann wird auf jeden Fall was dabei sein. Ich drücke zumindest die Daumen und ich hoffe es. Ja, hier in oder auch in Deutsch in Böhmen kann man quasi die Ziesel bewundern. Sie sind auch sehr neugierig. Das heißt, sie kommen wirklich sehr nah an einen ran, sobald man sich klein macht, auf den Boden legt oder hinhockt und etwas Zeit mitbringt und wartet. Man sieht dadurch, dass sie hier sehr nah an dem urbanen Raum ihre Bauten haben, dass sie auch gefüttert werden von den Einheimischen und auch Gästen. Und dadurch sind sie auch sehr neugierig dem Menschen gegenüber, ob irgendwo in der Tasche oder was Ähnlichem, vielleicht was Essbares ist. Und deswegen kommen sie auch sehr nah an einen ran, was natürlich gut ist für uns als Fotografen, aber jetzt nicht so gut in Sachen Natur. Ich werde meine Sachen packen, mich zum Auto bewegen und zum nächsten Spot fahren und wir sehen uns gleich da. Ja, weiter geht's in Richtung Ostböhmen. Zweiten Spot, ein Vulkankegel, vorbei an vielen anderen, ich sag mal, vulkanähnlichen Kegeln, wie man so sieht. Und wir haben herrliches Wetter nach wie vor. Ich muss bloß aufs Tempo achten. Tschechien kann da rigoros sein. Genau, wir sehen uns gleich am zweiten Spot. So, Kamera, Stativ, Wasser, Fernrohr, Fernglas und das große Objektiv im Rucksack. Jetzt geht's gleich los. Da hinten, wo ist er? Da sieht man schon ganz leicht den kleinen Vulkankegel. Noch einen kleinen Kaffee zum Abschluss und dann geht's weiter.
Die Suche nach den Zieselbauten gestaltet sich etwas schwieriger hier an dem zweiten Spot. Ist halt Natur und ist vielleicht nicht ganz so bekannt unter den Städtern und Ausflüglern wie der zweite Spot. Okay, ein bisschen Zeit ist noch. Die Sonne ist noch schön da. Also einen schönen Spaziergang durch die Natur machen und genießen. Bis gleich. So, ich habe den Aufstieg gewagt. Ich bin jetzt ganz oben auf dem kleinen Vulkankegel und wunderschöne Natur. Überall blüht's und summt's. Ich werde mir jetzt mal einen Überblick verschaffen. Vielleicht habe ich irgendwie eine Stelle übersehen. Ja, ansonsten genieße ich noch ein bisschen die Sonne und den wunderschönen Ausblick. Und dann war es das halt ohne Ziesel. Ja. Ja, nach einer kurzen Stärkung habe ich mir einen Überblick verschafft und es sieht so aus, dass ich hier direkt am Vulkankegel keine Ziesel sind. Ich muss ein Stück weiter fahren nach. Da werde ich jetzt hinfahren und mal sehen. Vielleicht habe ich noch genügend Licht, um noch ein paar Aufnahmen zu machen. Bis gleich. Planung ist das A und O. So erspart man sich vor allem Zeit und mühsame Umwege. Auch wenn jetzt der Auf- und Abstieg ganz okay war auf der. Die Natur hier ist wirklich sehr schön. Lohnt sich immer für einen Abstecher und einen Spaziergang. Ja, ich bin gleich am Auto und dann fahre ich weiter zum zweiten Spot in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen Licht habe für 1-2 Stunden, bevor die Ziesel sich schlafen legen. Ich bin gespannt. Morgen. Die Sonne rutscht gerade über den nächsten Hügel. Ich habe eine Nacht im Auto verbracht auf einem Campingplatz hier. In der Hoffnung, heute Morgen die Ziesel noch einmal zu sehen. Denn gestern Abend waren sie schon in ihrem Bau verschwunden, als ich ankam. Ja, schade. Deswegen habe ich jetzt hier genächtigt. Aber ich hatte halt Kotspuren und auch Futter gesehen, das die Leute geschmissen haben. Also Reis und Sonnenblumensamen. Was ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich werde mal schauen. Vielleicht sehe ich heute Morgen noch ein paar Ziesel. Und dann hat sich wenigstens die Nacht bei 3 Grad gelohnt, um die Ohren zu schlagen. Mal schauen. Ziesel haben sich leider keine gezeigt. Wahrscheinlich ist die Population hier seit vergangenem Jahr, seit 2024, ausgestorben, existiert nicht mehr. An den Stellen, wo Mais gestreut wurde,
liegt zwar kein Mais mehr, aber das kann sein, dass den Feldhasen geholt haben, gefuttert haben. Ja, etwas enttäuscht dafür, dass ich noch die Nacht hier verbracht habe, in der Hoffnung, am Morgen Ziesel zu entdecken. Aber nichtsdestotrotz war es die Reise nach Böhmen wert. Ich habe jetzt zwar kein Ziesel entdeckt, aber noch einen Feldhasen. Jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich noch etwas näher rankomme. Ist doch kein Feldhase, ist ein Ziesel. Ich glaub's nicht. Quasi ein Spätaufsteher. Und weg ist er. Ja, die Leute müssen auch alle ihre Hunde hier frei rumlaufen lassen. Kann man nicht verstehen. Wenn hier schon überall Leinenzwang ist, dann sollte auch Leinenzwang eingehalten werden. Naja, vielleicht kommt er noch mal raus. Ja, ich glaube, ich muss meine Aussage revidieren. Es gibt doch Ziesel, wenn auch relativ wenig. Das heißt, die Population ist ziemlich eingebrochen. Woran das jetzt liegt ist schwer zu sagen. Entweder ja, Greifvögel wie Falken, habe ich schon gesehen, oder andere Greifvögel, oder das Futter, dass sie mit menschlichem Essen zu stark zugefüttert werden und das den nicht bekommt, oder es hat eine andere erklärbare Ursache. Ich werde jetzt noch schauen, was ich fotografieren kann, was ich erwische, und bis gleich. Das Ziesel ist durch Umwandlung der von ihm besiedelbaren Flächen in land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen stark gefährdet. Viele Ansiedlungen der Art auf Golf-, Camping- oder Amateurflugplätzen sind stark von der Toleranz der menschlichen Nutzer abhängig. Der europäische Ziesel steht als gefährdet auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Die Art steht europarechtlich unter Schutz. In der roten Liste Österreichs zum Beispiel ist die Art als stark gefährdet eingestuft. Allerdings gibt es im Stadtgebiet von Wien sehr hohe Bestände, so hoch wie nie zuvor. Zum Beispiel wurden 2019 nach einem Monitoring der Bestand auf ca. 14.000 Stück geschätzt. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise auch aus diesem Grund ist es bedeutsam, dass Flächen mit Zieselvorkommen nicht in land- oder forstwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt werden, um den Ziesel zu erhalten. Hoffen wir für das europäische Ziesel, dass dies zukünftig auch so bleibt.
Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich wirklich noch Ziesel sehe. Es ist eine relativ kleine Population, also ich hatte so 3, 4 Stück gezählt. Die sind auch sehr weit verbreitet und flink zwischen den verschiedenen Löchern. Die gucken überall aus der Erde mal. Es ist sehr schwer, sie vor die Linse zu bekommen. Aber wenn, dann ist es ein sehr schöner Anblick. Insofern verabschiede ich mich aus Böhmen, aus dem Land der Ziesel. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt mir gern ein Like. Kommentare, Fragen könnt ihr gern mir schreiben. Ich beantworte die auch gern. Schreibt, was euch gefallen hat, nicht gefallen hat. Ich hoffe, das hat mit dem Ton soweit alles gepasst. Insofern verabschiede ich mich. Bis bald, demnächst. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht habt. Genau. Bis dann. Ciao.